Die antike Welt kannte 7 Wunder. Heute steht nur noch eines: die große Pyramide von Gizeh. Seit über 4500 Jahren trotzt sie der Zeit und stellt eine unausgesprochene Herausforderung an die moderne Menschheit dar. Warum erschaffen wir heute keine solchen Bauwerke mehr? Haben wir, trotz all unserer Technologie, etwas verloren? Oder haben wir doch moderne Weltwunder geschaffen, nur an Orten, an die wir nie denken würden? In diesem Video beleuchten wir 2 Perspektiven. Was haben wir wirklich verloren und welche Bauwerke übertreffen vielleicht sogar die Wunder der Antike? Es gab eine Zeit, in der Menschen Bauwerke errichteten, die nicht nur für Jahrhunderte, sondern für Jahrtausende bestehen sollten. Die antiken Weltwunder waren nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern auch Symbole von Macht, Glauben und Wissen. Heute stehen von ihnen nur noch Ruinen, mit einer einzigen Ausnahme: die Pyramiden von Gizeh. Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der es keine Maschinen, keine modernen Kräne oder Computer gab. Und dennoch errichteten die alten Ägypter vor über 4500 Jahren eine der größten Konstruktionen der Menschheitsgeschichte: die Pyramiden von Gizeh. Der Bau dieser gewaltigen Strukturen, insbesondere der Cheops-Pyramide, bleibt bis heute ein Rätsel. Die Pyramiden sind nicht nur architektonisch beeindruckend, sondern auch mathematisch nahezu perfekt konstruiert. Ihre exakte Ausrichtung zu den Himmelsrichtungen gibt Wissenschaftlern bis heute Rätsel auf. Mit einer Höhe von ursprünglich 146,6 Metern war die Cheops-Pyramide fast 4000 Jahre lang das höchste Bauwerk der Welt. Ihre riesigen Kalksteinblöcke, die jeweils mehrere Tonnen wiegen, wurden über Hunderte von Kilometern transportiert. Wie diese tonnenschweren Steine bewegt und so präzise verbaut wurden, bleibt eine der größten Fragen der Menschheitsgeschichte. Die hängenden Gärten von Babylon. Die hängenden Gärten von Babylon werden oft als eine der größten technischen Errungenschaften der Antike beschrieben. Laut Überlieferungen handelte es sich um üppige Terrassen mit exotischen Pflanzen, die in der trockenen Wüste Mesopotamiens blühten. Ein komplexes Bewässerungssystem soll das Wasser aus dem Euphrat auf die oberen Ebenen gepumpt haben. Doch hier beginnt das Mysterium. Es gibt keine archäologischen Beweise für ihre Existenz. Waren sie eine Legende oder ein tatsächlich verlorenes Wunder? Manche Forscher vermuten, dass die Gärten nicht in Babylon, sondern in Ninive standen. Der Artemis-Tempel in der antiken Stadt Ephesos stand einst ein Bauwerk, das zu den größten Heiligtümern der Antike gehörte: der Artemis-Tempel. Dieser gigantische Tempel war fast doppelt so groß wie das Parthenon in Athen und bestand vollständig aus Marmor. Er wurde mehrmals zerstört und wieder aufgebaut, bevor er schließlich im 4. Jahrhundert nach Christus Christophorus endgültig vernichtet wurde. Heute erinnern nur noch wenige Überreste an dieses prächtige Bauwerk: die Zeus-Statue. In Olympia, dem Geburtsort der Olympischen Spiele, stand eine Statue, die Menschen in Ehrfurcht erstarren ließ: die Zeus-Statue von Phidias. Diese monumentale Statue war mit Gold und Elfenbein bedeckt und maß 12 Meter. Sie stellte Zeus majestätisch auf einem Thron sitzend dar und galt als eines der größten Meisterwerke der antiken Bildhauerkunst. Doch ihr Schicksal bleibt ungewiss. Sie wurde entweder bei einem Brand in Konstantinopel zerstört oder ging auf andere Weise verloren. Das Mausoleum von Halikarnassos. Das Wort Mausoleum stammt von diesem Bauwerk. Es wurde für König Mausolos von Karien errichtet und war eine beeindruckende Mischung aus griechischer, ägyptischer und persischer Architektur. Mit seinen aufwendigen Skulpturen, majestätischen Säulen und detaillierten Reliefs galt es als eines der schönsten Bauwerke der Antike. Doch mehrere Erdbeben zerstörten es im Laufe der Jahrhunderte. Heute sind nur noch Fragmente des einstigen Prachtbaus erhalten: der Koloss von Rhodos. Der Koloss von Rhodos war eine riesige Bronzestatue des Sonnengottes Helios, die über 30 Meter hoch war. Sie stand am Hafen von Rhodos und war ein Symbol für den Sieg und die Stärke der Insel. Doch der Koloss
stand nur etwa 54 Jahre, bevor er durch ein Erdbeben zerstört wurde. Seine Überreste blieben jahrhundertelang liegen, bis sie schließlich verschrottet wurden. Der Leuchtturm von Alexandria mit einer Höhe von etwa 140 Metern war der Leuchtturm von Alexandria, eines der höchsten Bauwerke der Antike. Er diente über 1500 Jahre lang als Navigationshilfe für Seefahrer und wurde auf der Insel Pharos erbaut. Mehrere Erdbeben im Mittelalter führten dazu, dass er nach und nach zerstört wurde. Heute existieren nur noch Unterwasserreste seiner Fundamente. Warum bauen wir keine solchen Weltwunder mehr? Diese Bauwerke waren mehr als nur architektonische Meisterleistungen. Sie waren Symbole für den Ehrgeiz, den Glauben und die technischen Fähigkeiten der Zivilisationen, die sie erschufen. Doch heute stellen wir uns eine entscheidende Frage. Warum erschaffen wir keine Bauwerke mehr, die die Menschheit für Jahrtausende inspirieren? Liegt es an fehlender Vision, an veränderten Prioritäten? Oder haben wir längst neue Weltwunder gebaut, nur in einer anderen Form? Die Antike war eine Ära monumentaler Bauwerke, von den Pyramiden von Gizeh bis zum Leuchtturm von Alexandria. Damals errichteten Zivilisationen beeindruckende Tempel, Statuen und Bauwerke, die als Meisterwerke ihrer Zeit galten. Doch obwohl wir heute technologisch weiterentwickelt sind als je zuvor, scheint es, als hätten wir aufgehört, solche Weltwunder zu erschaffen. Warum gibt es keine neuen Kolosse, gigantischen Tempel oder unvergesslichen Bauwerke, die die Zeiten überdauern? Sind wir nicht mehr in der Lage, solche Wunder zu erschaffen? Oder haben sich unsere Prioritäten verändert? Haben sich unsere Prioritäten geändert? In der Antike waren Bauwerke nicht nur architektonische Leistungen, sondern auch Symbole für Macht, Religion und kulturelles Erbe. Herrscher wollten mit monumentalen Bauprojekten Unsterblichkeit erlangen. Doch heute sieht die Welt anders aus. Funktionalität statt Prestige. Früher dienten große Bauwerke als Machtsymbole oder religiöse Denkmäler. Heute werden Gebäude hauptsächlich für wirtschaftliche und soziale Zwecke gebaut. Bürogebäude, Wohnkomplexe oder Verkehrsinfrastrukturen. Die Kostenfrage: gigantische Bauwerke erfordern enorme finanzielle Ressourcen. Während Herrscher der Antike Arbeitskräfte und Materialien ohne Einschränkungen nutzten, müssen moderne Projekte Kosten, Umweltauswirkungen und politische Faktoren berücksichtigen. Technologischer Fortschritt. Während Pyramiden und Tempel früher das Maximum an Ingenieurskunst waren, sind heute Weltraumtechnologien, künstliche Intelligenz und digitale Innovationen die neuen Meisterwerke. Unser Fokus hat sich von massiven Steinbauten auf Wissenschaft und Technologie verlagert, Nachhaltigkeit und veränderte Werte. Moderne Gesellschaften achten stärker auf Umwelt, Nachhaltigkeit und Effizienz. Städteplanung priorisiert ökologische Bauweisen, anstatt massive, ressourcenintensive Strukturen zu errichten. Doch bedeutet das wirklich, dass wir keine neuen Weltwunder mehr erschaffen? Bauen wir vielleicht doch neue Weltwunder? Vielleicht haben wir die Definition von Weltwunder geändert. Heute entstehen beeindruckende Bauwerke, nur eben in einer anderen Form. Internationale Raumstation ISS, ein technisches Meisterwerk, das Wissenschaftler aus aller Welt verbindet. Akashi-Kaikyo-Brücke, Japan, die längste Hängebrücke der Welt, die Erdbeben und Stürmen trotzt. Burj Khalifa, Dubai, das höchste Gebäude der Welt, ein Symbol für den modernen Städtebau. Großer Hadronenbeschleuniger, Schweiz, eine unterirdische Forschungsanlage zur Erforschung des Universums. 3-Schluchten-Staudamm, China, das größte Wasserkraftwerk der Welt, das Millionen mit Energie versorgt. Diese Bauwerke sind anders als die antiken Weltwunder, aber sie spiegeln die Werte und das Wissen unserer Zeit wider. Oder haben wir aufgehört, groß zu träumen? Einige sagen, dass wir unsere Vision verloren haben. Früher bauten Menschen Monumente, um Geschichte zu schreiben. Heute sind wir pragmatischer geworden. Doch wenn wir wirklich wollten, könnten wir neue Weltwunder erschaffen, größer als je zuvor. Was wäre,
wenn die nächsten Weltwunder nicht auf der Erde, sondern im Weltraum entstehen? Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin planen bereits Marskolonien und orbitale Raumstationen. In Zukunft könnten Weltraumstädte oder künstliche Planeten die neuen architektonischen Meisterwerke sein. Fazit: die Zukunft der Weltwunder. Vielleicht brauchen wir keine neuen Pyramiden oder Tempel, um die Größe der Menschheit zu zeigen. Stattdessen könnten die nächsten Weltwunder technologische Errungenschaften sein. Weltraumstädte und Terraforming-Projekte auf dem Mars. Künstliche Intelligenz, die unser Leben revolutioniert. Unterwasserstädte, um den steigenden Meeresspiegel zu bewältigen. Die Menschheit hat sich verändert und mit ihr die Art, wie wir unsere Spuren in der Geschichte hinterlassen. Doch eines bleibt sicher: der menschliche Drang, Großes zu erschaffen, wird niemals verschwinden. Seit der Antike hat die Menschheit ihre Größe und Vorstellungskraft durch monumentale Bauwerke ausgedrückt. Doch diese Weltwunder bestanden nicht nur aus Stein und Marmor. Viel wichtiger war die Vision, das Ziel und die Entschlossenheit der Menschen, die sie errichteten. Heute scheint es, als wären von den großartigen Bauwerken der Antike nur noch Ruinen übrig. Die hängenden Gärten von Babylon sind verschwunden. Das Mausoleum von Halikarnassos ist zerstört. Die Zeus-Statue von Olympia existiert nicht mehr. Aber sind diese Bauwerke wirklich verloren? Leben Weltwunder für immer? Ein Bauwerk ist nicht nur dann ein Weltwunder, wenn es physisch erhalten bleibt. Oder ist es vielmehr die Idee, die es verkörpert, die es wirklich unsterblich macht? Die Pyramiden von Gizeh stehen noch, doch ihr ursprünglicher Zweck ist längst in Vergessenheit geraten. Die hängenden Gärten von Babylon mögen nicht mehr existieren, aber ihre Geschichte fasziniert uns noch immer. Die Zeus-Statue wurde zerstört, aber ihre Legende lebt in Geschichtsbüchern weiter. Das bedeutet, dass Weltwunder nicht nur aus Stein bestehen. Was sie wirklich unvergänglich macht, sind die Geschichten, Ideen und Inspirationen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn wir es so betrachten, dann erschaffen wir vielleicht auch heute noch Weltwunder, nur eben in einer anderen Form. Nicht mehr in Form von Tempeln oder Statuen, sondern in Form von Wissen, Technologie und Zukunftsvisionen. Haben sich die Weltwunder verändert oder haben wir uns verändert? Vielleicht müssen wir uns eine andere Frage stellen. Haben sich die Weltwunder verändert oder haben wir uns verändert? In der Antike repräsentierten Weltwunder Ewigkeit, religiösen Glauben und die Macht von Herrschern. Die Weltwunder unserer Zeit hingegen stehen für Intelligenz, wissenschaftlichen Fortschritt und kollektive Anstrengung. Ein Pharao baute Pyramiden, um seinen Namen unsterblich zu machen. Heute arbeiten Wissenschaftler daran, die Menschheit zum Mond und zum Mars zu bringen. Früher wurden Königsnamen in Stein gemeißelt. Heute schreiben wir unsere Namen in die Sterne. Doch es gibt einen großen Unterschied. Während antike Weltwunder für eine kleine Elite gebaut wurden, sind moderne Errungenschaften oft für die gesamte Menschheit gedacht. Beispielsweise war der Leuchtturm von Alexandria ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, aber er diente nur den Seefahrern, die den Hafen erreichten. Die moderne Technologie hingegen verbindet Milliarden von Menschen weltweit. Eine neue Art von Weltwunder. Wo werden die Weltwunder der Zukunft entstehen? Wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass jede Epoche ihre eigenen Weltwunder hatte. In der Antike Pyramiden, Tempel, monumentale Statuen. Im Mittelalter riesige Burgen, Kathedralen, Stadtmauern. Während der industriellen Revolution Eisenbahn, Brücken, Wolkenkratzer. Heute Raumstationen, Supercomputer, künstliche Intelligenz. Wo also werden die Weltwunder der Zukunft entstehen? Werden wir Kolonien auf dem Mars errichten? Werden wir riesige Raumstationen in der Erdumlaufbahn bauen? Werden wir nachhaltige Megastädte unter den Ozeanen schaffen? Vielleicht existieren die Weltwunder der Zukunft gar nicht mehr auf der Erde. Einige Visionäre sprechen bereits von Dyson-Sphären, riesigen Strukturen, die um Sterne gebaut werden, um ihre gesamte Energie zu nutzen. Andere denken an künstliche Intelligenz, die die Menschheit in neue Dimensionen der Existenz führen könnte.
Welches Erbe hinterlassen wir? Eines Tages wird eine neue Generation auf unsere Zeit zurückblicken. Welche Bauwerke von heute werden sie bewundern? Werden unsere heutigen Wolkenkratzer als bedeutend angesehen oder werden unsere technologischen Errungenschaften unser wahres Erbe sein? Vielleicht ist unser größtes Vermächtnis nicht unsere Architektur, sondern unser Wissen, unsere Ideen und unsere Visionen. Aber es gibt eine offene Frage. Werden unsere heutigen Errungenschaften die Zeit überdauern? Antike Tempel haben Jahrtausende überlebt. Aber überleben digitale Technologien genauso lange? Wolkenkratzer können in wenigen Jahrzehnten veraltet sein. Aber wird unser wissenschaftliches Wissen die Zukunft prägen? Möglicherweise ist unser größtes Weltwunder nicht ein einzelnes Bauwerk, sondern der Fortschritt der gesamten Menschheit. Was denkt ihr? Welche Bauwerke unserer Zeit werden als Weltwunder in Erinnerung bleiben? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.